Heute schauen wir uns die Stahl 2000 Pultdachrahmen-Software an und ich zeige Ihnen, wie schnell und einfach eine Berechnung sein kann. In den letzten Jahren haben im Stahlhallenbau die Pultdachrahmen an Bedeutung gewonnen. Grund dafür ist die Tatsache, dass wir hier eine einzige geneigte Dachfläche haben und die bietet sich natürlich für die Installation von Photovoltaikanlagen an. Stahl 2000 bietet selbstverständlich auch ein Programm, mit dem Pultdachrahmen sehr schnell, sehr einfach und vor allem sehr automatisch berechnet werden können. Wir sehen wieder die von Stahl 2000 bekannte Benutzeroberfläche mit den Karteikarten und fangen mit der ersten Karteikarte an, wo das statische System festgelegt wird. Wir brauchen uns um das statische System hier keine großen Gedanken machen, denn hier im Programm brauchen wir nur die Außenabmessungen des Rahmens bzw. der geplanten Halle anzugeben und die Software errechnet die Systemlinien dann selbstständig aus den angegebenen Außenmaßen und den Profilgrößen. So, wir sagen für unser Beispiel mal, unsere Halle soll 40 Meter lang sein. Die Breite soll 14 Meter sein, die Traufhöhe des hohen Teils soll 6 Meter betragen, die Dachneigung vielleicht 5 Grad, die Länge der Rahmenecke 2 Meter, die Höhe der Rahmenecke 80 cm und das Hallenraster soll 5 Meter betragen. Hier im mittleren Teil haben wir noch die Möglichkeit, die Ausführungsart zu definieren. Das heißt, wenn wir sehr hohe Stützen hätten, dann könnten wir da sagen, diese Stützen sind noch durch einen doppelstöckigen Verband in Querrichtung zwischengestützt. Das lassen wir bei diesem Beispiel weg. Unten links können wir die Art der Voute festlegen. Wir sagen, die Voute soll als geschweißte Blechkonstruktion gemacht werden. Direkt daneben können wir noch Sondernachweise aktivieren, also zum Beispiel den Nachweis für die norddeutsche Tiefebene oder einen Erdbebennachweis. Da verzichten wir hier im Beispiel drauf und wechseln auf die nächste Karteikarte Querschnitte. Hier schätzen wir zunächst mal die Profile, die in der Konstruktion vorkommen könnten. Wir beginnen beim langen Stützenprofil. Da schätzen wir mal, dass ein IPE 360 passend sein könnte. Dann das kurze Stützenprofil. Sagen wir mal, der etwas kleinere IPE 330 könnte passen. Den Dachriegel schätzen wir auch mal als IPE 330. Dann folgen die Bleche im Voutenbereich. Hier geben wir jetzt die Abmessung ein und sagen, die Flanschbreite ist 160 mm, die Flanschdicke 12 mm. Oben und unten das gleiche. Und die Stegdicke soll 8 mm betragen. Dann können wir hier noch die Stahlbüte festlegen. Wir belassen das hier auf dem voreingestellten S235. Dann sagen wir aber, wir möchten auch den Stabilitätsnachweis durchführen, auch für den Rahmenriegel. Die Verschiebung wird automatisch berechnet, ist schon aktiviert und die Schrägstellung für die Systemverschiebung ist hier auch schon angegeben. Dann kommen wir zur nächsten Karteikarte, wo wir die Lastfälle festlegen. So, wir sehen, das Eigengewicht der Dachkonstruktion ist schon mit einem Vorschlagswert ausgefüllt, 0,35 kN pro Quadratmeter. Das ist auch okay so. Dann haben wir hier auch einen Eingabewert für das Eigengewicht einer Solaranlage. Da sagen wir mal, das soll 0,15 kN pro Quadratmeter sein. Schneelastzone 2 und Höhe über Normalnull 200 Meter. Ergibt eine Schneelast von 0,68 kN pro Quadratmeter, das belassen wir so. Die Windlasten wählen wir jetzt hier aus der Tabelle aus. Zum Beispiel Binnenland, Hallenhöhe kleiner 10 Meter und bestätigen mit OK. Das waren alle Angaben, die wir für die Lasten benötigen. Jetzt müssen wir in der nächsten Karteikarte nur noch ein paar Angaben machen, wie die Stabilisierung der Dachriegel, und da machen wir es uns jetzt mal relativ einfach und wählen nur eine Stabilisierung mit Kipphalterung durch einen Verband. Wir sagen, auf die Breite von 14 Metern möchten wir 4 Verbände anordnen, da macht die Software automatisch die Verbandsteilung. Und für die Ermittlung der Steifigkeit des Dachverbandes müssen wir jetzt noch die mittleren Querschnitte der Diagonalen und Druckstäbe angeben. Jeweils 10 Quadratzentimeter sollten passen. Hier geben wir noch an, dass in der Halle 2 Verbände sein sollen. Das war auch schon alles und wir können die Berechnung starten. Dazu klicken wir hier auf den Taschenrechner und geben einen Speicherpfad und einen Namen für unsere Berechnung an. Der Klick auf Speichern startet gleichzeitig die eigentliche Berechnung, die nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt. Wir bekommen die Meldung Profil nicht ausreichend, die uns darauf hinweist, dass wir bei der Schätzung der Profilgrößen nicht gut waren. Wir können das mit OK bestätigen und bekommen jetzt die ausführliche 43-seitige Berechnung angezeigt, wo wir, wenn wir da jetzt durchblättern, relativ weit am Ende bei den Bemessungen sehen können, welches Profil wir falsch geschätzt haben. Hier haben wir den Übeltäter.
Beim Biegedrillknick-Nachweis für den Lastfall 6 sehen wir, dass der Tragsicherheitsnachweis mit 1,03 größer 1 ist. Das heißt, der Rahmen würde so nicht halten und wir müssen uns Gedanken um eine Verstärkung machen. Dann schließen wir den Ergebnisausdruck hier mal und gehen zurück in die Karteikarte mit den Querschnitten. Hier ändern wir das Stützenprofil, also in unserem Fall das lange Stützenprofil, und schätzen, dass ein IPE 400 passen wird. Alle anderen Werte können unverändert bleiben und wir starten die Berechnung neu. Dieses Mal bekommen wir den Ergebnisausdruck direkt ohne Fehlermeldung angezeigt. Hier können wir uns jetzt wie üblich und in den anderen Programmen auch durch den detaillierten Ergebnisausdruck hangeln, bevor wir eine Ausgabe auf dem Drucker, ein PDF oder in eine Word-Datei starten. Wir sehen hier das Protokoll der Eingabewerte. Dann sehen wir hier die Standardlastfälle Eigengewicht, Schnee, Wind von links und Wind von rechts. Und ab Lastfall Nummer 5 gibt es dann die Lastfallüberlagerung. Wo wir hier zum Beispiel den Lastfall 1 und 2, also den Lastfall Eigengewicht und Schnee haben mit den jeweiligen Sicherheitsbeiwerten. Dann folgend bekommen wir die Ergebnisse der Schnittgrößen, Spannungen, Feldmomente für diesen Kombinationslastfall ausgegeben. Und dann geht es auch direkt hier in die Bemessung des Tragwerks. Das heißt, für diesen Kombinationslastfall 5 werden jetzt die Biegedrillknick-Nachweise durchgeführt. Wir haben ja keine Fehlermeldungen bekommen, also sehen wir überall, dass die Tragsicherheitsnachweise kleiner 1 sind. Aber wir sollten natürlich trotzdem mal zur Überprüfung durch den Ausdruck durchgehen. Jetzt kommt der Lastfall 6. Das ist die Kombination von Eigengewicht, Schnee und einem Windlastfall. Auch hier zunächst die Schnittgrößen, Spannungen, Feldmomente, Theorie erster und Theorie zweiter Ordnung. Dann geht es auch hier in die Nachweise. Und hier sehen wir, wo vorhin der Tragsicherheitsnachweis nicht gereicht hatte, liegt er jetzt bei 0,81, ist also kleiner 1, alles in Ordnung. Ja, das war dann auch schon die Berechnung für den Pultdachrahmen. Und Sie sehen, das geht alles super schnell und super einfach. Wenn Sie jetzt sagen, Pultdachrahmen schön und gut, ich will aber einen Hallenrahmen mit Satteldach berechnen, dann schauen Sie sich doch einfach das hier vorgeschlagene Video an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.